Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir einen super leckeren Blumenkohl-Kartoffelauflauf. Das hatte ich ja angekündigt, dass es heute ein Blumenkohlrezept gibt, was zu den Frikadellen von letzter Woche passt. Dieser Blumenkohl-Kartoffelauflauf ist wirklich super cremig. Mit ganz viel Soße, damit man die Frikadellen später auch gut tunken kann. Wie ich den zubereite, ja das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten. 1 Kilogramm Blumenkohl, ich habe hier TK-Blumenkohl genommen, 1,5 Kilogramm Kartoffeln, 1 Becher Sahne, 80 Gramm Butter, 4 gehäufte Esslöffel Mehl und Käse nach Wahl, so ca. 200 Gramm. Alle Zutaten mit Mengenangaben und das Rezept schreibe ich euch wie immer auch in meine Videobeschreibung. Als erstes bringt ihr ca. 2 Liter Wasser zum Kochen. In das kochende Wasser geben wir dann 2 Esslöffel Gemüsebrühe. In die Gemüsebrühe geben wir dann unsere in Scheiben geschnittenen Kartoffeln. Die Kartoffelscheiben, die solltet ihr in diesem Fall nicht zu dünn schneiden. Deshalb kochen wir die Kartoffeln jetzt erst einmal 5 Minuten vor, damit sie im Ofen später auch gar werden. Dazu machen wir jetzt noch den Deckel drauf, aber nicht ganz, damit das hinterher nicht überkocht. Immer so einen kleinen Spalt freilassen. Das lassen wir jetzt erst einmal so für ca. 5 Minuten auf mittlerer Stufe vor sich hin köcheln. Jetzt geben wir den Blumenkohl dazu. Da ich hier TK-Blumenkohl genommen habe, gart er sehr schnell. Deshalb lasse ich ihn jetzt nur 5 Minuten mit den Kartoffeln zusammen kochen. Wenn ihr jetzt frischen Blumenkohl nehmen solltet, solltet ihr die Röschen schön klein schneiden und sie direkt mit den Kartoffeln zusammen kochen lassen. Denn der frische Blumenkohl braucht deutlich länger als mein tiefgefrorener. Ich persönlich kaufe sehr gern tiefgefrorenen Blumenkohl, da er auch noch viele Vitamine enthält und sich sehr gut verarbeiten lässt. Jetzt machen wir wieder den Deckel drauf und lassen das Ganze wie gesagt noch mal für 5 Minuten mit den Kartoffeln zusammen kochen. Nach diesen 10 Minuten Kochzeit schütten wir den Blumenkohl und die Kartoffeln in ein Sieb ab, fangen die Brühe aber komplett auf, denn die brauchen wir gleich noch für unsere leckere cremige Sahnemehlschwitze. Und jetzt machen wir unser leckeres cremiges Söschen, und zwar eine Mehlschwitze mit Sahne. Dazu geben wir die 80 Gramm Butter in den Topf und lassen sie bei mittlerer Hitze schmelzen. Wenn ihr später in der Mehlschwitze keine Sahne verwenden wollt, könnt ihr sie auch nur mit Brühe oder mit Milch und Brühe oder nur mit Milch machen. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. In diesem Fall mache ich sie diesmal mit Sahne. Wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir in einem Schwung das Mehl dazu und verrühren das Ganze richtig gut miteinander. Jetzt sollte das Ganze unter ständigem Rühren 2 bis 3 Minuten vor sich hin köcheln. So entsteht eine kompakte Verbindung zwischen dem Mehl und der Butter. In die Mehlschwitze geben wir jetzt unseren Becher Sahne und rühren die ganze Zeit kräftig, denn es wird sofort andicken und wir wollen ja keine Klümpchen. Und deshalb gebe ich dann von unserer aufgefangenen Brühe auch direkt eine Kelle in die Mehlschwitze dazu. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Soße super schnell wieder angedickt, deshalb gebe ich jetzt immer wieder nach und nach eine Kelle von der Gemüsebrühe dazu, bis ich die gewünschte Konsistenz für die Soße erreicht habe. Es ist sehr wichtig, das immer nach und nach zu machen und immer wieder die ganze Zeit aufkochen zu lassen, um zu sehen, wie dick die Soße denn noch ist. Denn wir wollen ja in diesem Fall eine schöne, cremige, sämige Soße für unseren Auflauf machen. Wichtig bei dieser Art von Mehlschwitze ist, dass ihr Flüssigkeit nach und nach dazu gebt und wirklich die ganze Zeit rührt. Und wie ihr hier sehen könnt, läuft die Soße jetzt richtig schön cremig vom Löffel herunter. Und genau so sollte die Konsistenz später ungefähr aussehen.
Und jetzt wird unser Söschen erstmal gewürzt mit ein bisschen Pfeffer, Muskatnuss, die wirklich an jede Bechamel oder Mehlschwitze gehört, und nochmal einen Teelöffel Salz. Alles richtig gut verrühren, damit sich die Gewürze gut in der Soße verbinden und dann nochmal abschmecken. Gegebenenfalls würzt ihr dann natürlich nochmal nach, bis der gewünschte Geschmack erreicht ist. Jetzt braucht ihr eine Auflaufform und in die Auflaufform auf dem Boden gebt ihr als erstes von der Mehlschwitze. Denn der Boden, der sollte einmal mit Soße bedeckt sein. Das machen wir aus dem Grund, damit uns die Kartoffeln später unten auf dem Auflaufformboden nicht anbrennen. Wenn der Boden mit Soße bedeckt ist, dann geben wir unsere Kartoffeln und den Blumenkohl in die Auflaufform hinein. Da einige meiner Blumenkohlröschen sehr groß sind, mache ich sie jetzt mit einem Löffel noch ein bisschen kleiner. Und da sie vorgekocht sind, geht das relativ gut. Auf dem Blumenkohl und den Kartoffeln verteilen wir jetzt den Rest unserer Soße. Gleichmäßig darüber gießen. Im Backofen verbindet sich hinterher unsere cremige Soße schön mit dem Blumenkohl und den Kartoffeln. Jetzt am besten noch mal mit einem Esslöffel so ein bisschen über den Auflauf die Soße verteilen, damit auch überall ein bisschen hinkommt. Kommt natürlich eins der besten Sachen für Aufläufe, der Käse. Ich habe hier Gouda und Parmesan gemischt. Ich mische diese beiden Käsesorten wirklich sehr gern, da es einen ganz anderen Geschmack gibt. Ihr könnt hier wirklich den Käse benutzen, den ihr am liebsten mögt, oder so wie ich verschiedene Käsesorten mischen. Wenn ihr die Käsesorten mischt, dann mischt sie einmal mit den Händen gut durch, damit auf dem Auflauf später der gemischte Käse auch gut verteilt werden kann. Am besten geht es, wenn man eine sehr kräftige Sorte mit einer milden Sorte mischt. Ich habe hier Gouda Mittelalt mit einem starken Parmesan gemischt. Was ist eigentlich so euer Lieblingsauflauf? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Der Auflauf, der kommt jetzt bei 180 Grad Umluft für ca. 30 Minuten in dem vorgeheizten Backofen, damit der Käse schön kross und braun wird. Und hier ist unser tolles Ergebnis. Ein super leckerer, cremiger Blumenkohl-Kartoffelauflauf mit einer tollen Käsekruste. Ja, ich hoffe, mein leckeres Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!